Es gibt kaum ein Thema im internationalen Steuerrecht, was so viel Verwirrung stiftet wie die sogenannte 183-Tage-Regelung und verwandte Arrangements. In manchen Ländern gibt es ja eine 60-Tage-Regelung oder eine 90-Tage-Regelung. Hier gibt es sehr viel Konfusion bei unseren Mandanten und daher habe ich mir gedacht, klären wir das Ganze jetzt doch nochmal auf. Was ist zu beachten? Um was geht es hier eigentlich? Neulich habe ich ein Video auf einem YouTube-Kanal angeschaut. Das ist ein YouTube-Kanal eines Südamerikaners, der auch so Tipps gibt für Wohlhabende, die hier ins Ausland umziehen wollen, hauptsächlich Amerikaner, um Steuern zu sparen. Und dort hatte er sozusagen als große Sensation angekündigt, dass er jetzt ein Land gefunden hat, wo man hinziehen kann und schon ab dem ersten Tag steuerpflichtig ist. Das heißt, in diesem steuergünstigen Land könne man sozusagen ab Tag 1 nach der Ankunft hier seine Assets, zum Beispiel Kryptoassets, verkaufen und muss keine Steuern zahlen und müsse nicht erst noch 60 Tage, 120 Tage, 183 Tage warten, bis man dann dort steuerpflichtig ist. Dieser liebe Kollege hat natürlich komplett falsch verstanden, wie das Steuerrecht funktioniert. Er ist auch kein Anwalt oder Steuerberater. Er hat nun tatsächlich geglaubt, dass man in einem Land erst sich 183 Tage aufhalten muss, bis man dann tatsächlich dort steuerpflichtig ist. Das heißt, bis man dann von den Steuervorteilen profitieren kann. Solange wäre man also noch in seinem alten Herkunftsland steuerpflichtig. Das ist natürlich absolut nicht so. Wenn du in ein neues Land umziehst und dort bis auf weiteres bleiben willst, dann bist du ab dem ersten Tag dort steuerpflichtig. Du musst nicht erst noch warten, 183 Tage oder 60 Tage oder 90 Tage oder was auch immer in diesem Land vorgeschrieben wird, bis du dann dort steuerpflichtig bist, bis du dann deine Assets steuerfrei zum Beispiel verkaufen kannst. Das wird dann alles rückwirkend in der Steuererklärung dann verhackstückt, ja. Möglicherweise ist eine Präsenz notwendig und dann musst du dann rückwirkend in der Steuererklärung nachweisen, dass du dann wirklich dann da warst, die Zeit, die das Land vorschreibt. Aber du kannst ab dem ersten Tag von den steuerlichen Vorteilen in diesem Land profitieren. Wie dem auch sei, mir ist klar geworden, dass es hier sehr viel Verwirrung gibt bei dem Thema 183-Tage-Regelung und was es da sonst noch für ähnliche Regelungen gibt mit Mindestanwesenheitspflicht in einem Land. Und daher wollte ich hier nochmal die Gelegenheit nutzen, das näher zu erklären. Das Wichtigste ist zunächst mal, dass wir uns klar werden, dass es hier alle möglichen verschiedenen Regelungen gibt. Nachher werde ich dir zeigen, dass es tatsächlich sogar mehrere sogenannte 183-Tage-Regelungen allein in Deutschland gibt. Ja. Das Wichtigste ist zunächst mal zu unterscheiden, dass man Einwanderungsrecht vom Steuerrecht trennt. Denn es gibt möglicherweise in beiden Kategorien hier eine minimale Präsenzpflicht in einem Land. Die beiden dürfen aber nicht verwechselt werden, denn sie hängen in der Regel eigentlich nicht zusammen. Nehmen wir mal das Beispiel Paraguay. Paraguay ist ja ein sehr beliebtes Auswanderungsland bei Deutschen, steuerlich sehr attraktiv. Und wenn du eben diese paraguayische Daueraufenthaltserlaubnis, die sogenannte Cedula hast, dann hast du im Grunde nur eine sehr geringe Präsenzpflicht in Paraguay. Ja? Das heißt, wenige Tage letztlich reichen aus, damit du diese Aufenthaltsgenehmigung aufrechterhalten kannst. Das heißt aber noch nicht, dass du dann dort auch unbeschränkt steuerpflichtig bist und Paraguay dir dann eine Ansässigkeitsbescheinigung ausstellen wird. Damit du die unbeschränkte Steuerpflicht dort auslöst und entsprechend auch eine Ansässigkeitsbescheinigung aus Paraguay erhältst, die du dann den deutschen Steuerbehörden auf Verlangen vorzeigen kannst, musst du dich mindestens 120 Tage in Paraguay aufhalten. Das ist etwas, was viele hier durcheinander bringen. Die sagen, naja, in Paraguay muss ich ja nur ein paar Tage sein, bin dann dort auch steuerpflichtig, erhalte ein entsprechendes Ansässigkeitszertifikat und somit habe ich dann hier ausgesorgt. Aber das ist eben nicht so. Also als allererstes Regel Nummer 1, Aufenthaltsrecht, Einwanderungsrecht, wie auch immer,
ist komplett separat vom Steuerrecht. Ja. In beiden Fällen mag ein Mindestaufenthalt vorgeschrieben sein. Ein weiteres Beispiel, die Schweiz. In der Schweiz bist du unbeschränkt steuerpflichtig, wenn du dich dort 90 Tage am Stück aufhältst. Möglicherweise auch schon viel früher, wenn du dort arbeitest, aber maximal 90 Tage und du bist dort unbeschränkt steuerpflichtig. Aber für die Schweizer Aufenthaltsgenehmigung B, die man ja als EU-Bürger bekommt, musst du dich mindestens 183 Tage oder 6 Monate in der Schweiz aufhalten. Ja? Also das eine ist komplett vom anderen getrennt. Die 90 Tage treffen an sich also nur auf Schweizer Staatsbürger zu. Für alle anderen gelten die 183 Tage, denn wenn du diese nicht erfüllst, verlierst du deinen Aufenthaltsstatus und dann bekommst du also auch keine Ansässigkeitsbescheinigung des Schweizer Finanzamts. Wie gesagt, diese würden dir eine geben, wenn du nachweisen kannst, dass du 90 Tage am Stück da warst. Kurze Geschäftsreisen übrigens gelten nicht als Unterbrechung. Aber wie gesagt, du musst hier die viel längeren Tage im Land sein, damit du den Aufenthaltstitel nicht verlierst. Das ist also etwas, was du dir in jedem Land anschauen musst. Aber wie gesagt, es sind zwei grundlegend verschiedene Dinge. Das eine hat mit dem anderen tatsächlich nichts zu tun. Also mach dir bewusst, da gibt es auch noch hier das Einwanderungsrecht. Verwechsel nicht Äpfel mit Birnen. Kommen wir nun eigentlich zu den rein steuerlichen Aspekten und bewegen wir uns einmal vom Einwanderungsrecht weg. Wenn du heute online in Google suchst in Deutschland nach 183-Tage-Regelung, dann wirst du meiner Meinung nach sehr konfuse, sehr verwirrende Angaben hier finden. Und das liegt daran, dass es hier mehrere, mindestens zwei sogenannte 183-Tage-Regelungen gibt und verschiedene Experten hier im Grunde über eine verschiedene Regel sprechen, ohne die andere zu beachten oder hier groß weiter drauf einzugehen, dass es hier mögliche Konflikte oder Missverständnisse geben kann. Der Laie würde vielfach sagen, 183-Tage-Regelung bedeutet, solange ich mich nicht 183 Tage in einem Land aufhalte, werde ich dort auch nicht steuerpflichtig. So, diese Regelung ist garantiert falsch. Das gibt es so nicht. Ich hatte ja gerade eben Paraguay und die Schweiz zitiert. Wie du gerade von mir gehört hast, beide Länder haben keine 183-Tage-Regelung. Paraguay sagt, du musst 120 Tage im Land sein pro Jahr, damit du dort steuerlich ansässig bist. Die Schweiz sagt 90 Tage. Ja, also so pauschal ist die 183-Tage-Regelung sicherlich komplett falsch. Tatsächlich aber gibt es im deutschen Steuerrecht mindestens zwei 183-Tage-Regelungen, vermutlich noch mehr, aber zwei, die wir jetzt mal hier kurz anschauen würden. Die erste ist im Wesentlichen für Arbeitnehmer relevant, die für ihren Arbeitgeber ins Ausland gehen. Und dann ist ja die Frage, wenn ich jetzt ein paar Monate im Ausland arbeite, wo bezahle ich eigentlich Steuern und wo Sozialabgaben? Das wird im Doppelbesteuerungsabkommen geregelt. Schauen wir uns doch hier mal ein einschlägiges Doppelbesteuerungsabkommen an. Ich habe jetzt das gewählt mit den USA. Dort ist es besonders schön und besonders klar. Hier also das deutsch-amerikanische Doppelbesteuerungsabkommen, Artikel 15, unselbstständige Arbeit. Hier geht es also um Löhne und Gehälter, die man bezieht. Absatz 1. Vorbehaltlich der Artikel 16, 17, 18, 19 und 20 können Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unselbstständiger Arbeit bezieht, nur in diesem Staat besteuert werden, es sei denn, die Arbeit wird im anderen Vertragsstaat ausgeübt. Also ganz klar, wenn du in Deutschland lebst und du hast einen amerikanischen Arbeitgeber und die Stelle wird aber in Deutschland ausgeübt und du arbeitest in Deutschland, dann muss dieser deutsche Arbeitgeber in Deutschland für dich Steuern und Sozialabgaben abführen. Ganz klar. Außer jetzt, du würdest natürlich dann in den USA arbeiten, dann wird tatsächlich dann in den USA Steuern abgezogen. Ja, das heißt, pendelst du also, was es gibt. Wir haben Mandanten, die zum Beispiel monatsweise in den USA arbeiten,
die werden dann natürlich in den USA entsprechend auch besteuert für diese Einkünfte. Kommen wir zu Absatz 2 und der ist jetzt für uns entscheidend. Ungeachtet des Absatz 1 können Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person für eine im anderen Vertragsstaat ausgeübte unselbstständige Arbeit bezieht, nur im erstgenannten Staat besteuert werden, wenn a. der Empfänger sich im anderen Staat insgesamt nicht länger als 183 Tage während des betreffenden Kalenderjahres aufhält und b. die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder für einen Arbeitgeber gezahlt werden, der nicht im anderen Staat ansässig ist und c. die Vergütung nicht von einer Betriebsstätte getragen werden, die der Arbeitgeber im anderen Staat hat. Das heißt also konkret hier, und das ist eben die entscheidende Klausel hier mit den 183 Tagen. Wird jetzt ein deutscher Arbeitnehmer aus Deutschland bezahlt und geht dann im Rahmen seiner Tätigkeit für diesen Arbeitgeber in die USA und hält sich dort nicht mehr als 183 Tage in einem Kalenderjahr auf, und das ist eben die 183-Tage-Regelung, dann wird hier in den USA keine Steuer fällig, sondern er bleibt wie gehabt in Deutschland steuerpflichtig, muss also in den USA nichts einreichen. So, das ist im Grunde vielfach das, was jetzt gerade im Internet so erscheint mit 183-Tage-Regelung. Das ist, was damit unter Experten vielfach gemeint ist. Diese Regelungen sind in vielen Doppelbesteuerungsabkommen die gleichen. Hier wird also tatsächlich von 183 Tagen pro Kalenderjahr gesprochen. Das ist aber auch der einzige Ort. Ansonsten gibt es im deutschen Steuerrecht hinsichtlich Wegzug zum Beispiel keine Regelung hinsichtlich von 183 Tagen im Kalenderjahr. Ich weiß schon, auf was du jetzt anspielst. Du spielst jetzt an auf den Ort des gewöhnlichen Aufenthalts. Dieser Ort des gewöhnlichen Aufenthalts aber wird nicht mit 183 Tagen im Jahr berechnet, sondern mit 183 Tagen in den letzten 12 Monaten. Und das ist deutlich trickreicher. Die Regelung ist hier folgende. Zunächst mal ist die deutsche unbeschränkte Steuerpflicht ganz klar nicht an die Anwesenheitstage in Deutschland geknüpft, wenigstens nicht, wenn du einen Wohnsitz in Deutschland hast. Hast du einen Wohnsitz, dann bist du in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig, völlig egal, wie viele Tage du in Deutschland verbringst. Ein Tag, 2 Tage, 100 Tage, 183 Tage spielt keine Rolle. Ein Wohnsitz bedeutet immer unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland. Punkt. Gibst du aber deinen Wohnsitz in Deutschland auf, dann ist die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland beendet, wenn auch der Ort deines gewöhnlichen Aufenthaltes nicht mehr in Deutschland ist. Also, das ist eine wichtige Erweiterung. Und der Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes wird dadurch berechnet, dass man die letzten 12 Monate prüft und sich anschaut, ob du dort an mindestens 183 Tagen dich in Deutschland aufgehalten hast. Und wenn ja, dann bist du letztlich immer noch in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig, selbst wenn du deinen Wohnsitz aufgegeben hast. Lass mich ein Beispiel machen. Mal angenommen, du verlässt Deutschland am 31.12. und du ziehst nach Malta um. In den Monaten von Januar bis Juni hältst du dich an jeweils 20 Tagen im Monat in Deutschland auf, die restlichen Tage in Malta. Ende Juni hast du dich also 120 Tage in Deutschland aufgehalten. Für den Rest des Jahres hältst du dich nicht mehr in Deutschland auf. Was bedeutet das jetzt konkret? Prüfen wir also erstmal den Ort deines gewöhnlichen Aufenthaltes Ende Juni, am Stichtag 30. Juni. Jetzt schauen wir uns die letzten 12 Monate an. Also Juli im Vorjahr bis einschließlich Juni in diesem Jahr hast du jetzt auf jeden Fall mehr als 300 Tage in Deutschland zugebracht und alleine in den letzten 6 Monaten 120 Tage. Das heißt, du bist zum Stichtag
Ende Juni immer noch unbeschränkt steuerpflichtig in Deutschland, obwohl du deinen deutschen Wohnsitz aufgegeben hast, obwohl du nur in Anführungszeichen 120 Tage und nicht etwa 183 Tage dich in Deutschland aufgehalten hast. Im Grunde genommen beginnt letztlich dein Aufenthalt aus steuerlicher Sicht im Ausland erst mit dem 1. Juli. Denn wenn man dann den Rest des Jahres anschaut, warst du ja dann nicht mehr in Deutschland. Und somit kann man dann auch sagen, wenn man die gleiche Rechnung nochmal macht, Ende Dezember dieses Jahres, also ein Jahr nach dem Umzug, warst du also ab dem 1. Juli tatsächlich nicht mehr in Deutschland steuerpflichtig. Nochmal, eine 183-Tage-Regelung, aber keine 183 Tage pro Kalenderjahr, sondern in einem rollierenden Zeitraum der letzten 12 Monate. Jetzt schauen wir uns einmal ein anderes Land an, nämlich Spanien. Spanien hat im Vergleich zu Deutschland eine relativ klare 183-Tage-Regelung. Das heißt, bist du weniger als 183 Tage in Spanien, hältst dich also weniger als 183 Tage dort auf, bist du nicht unbeschränkt steuerpflichtig. Was aber heißt nun 183 Tage im Jahr? Was wird nun dazu gezählt? Was zählt nicht als Anwesenheitstag? Zunächst mal muss man hier berücksichtigen Tage der Anreise, Abreise und des Transits. Es kann ja sein, dass du zum Beispiel von Deutschland nach Kuba fliegst und hier eine Stunde in Madrid landest. Bist du an diesem Tag also in Spanien steuerlich ansässig? Ja, du bist es. Tage der Anreise und Abreise zählen ebenfalls in Spanien. Kurze Abwesenheiten werden nicht gezählt hier als Abwesenheiten, wenn diese Tage gezählt werden. Warum ist das jetzt relevant? Mal angenommen, du hast jetzt ein Ferienhaus in Mallorca und sagst dir, naja, ich werde jetzt sicherstellen, dass ich nicht 183 Tage in Spanien bin in einem Kalenderjahr, sondern ich werde genau schauen, dass ich darunter falle. Somit bin ich dann also in Spanien nicht unbeschränkt steuerpflichtig. Das funktioniert möglicherweise so, wenn du wirklich sagst, okay, ich bin 183 Tage am Stück da und dann reise ich ab und dann komme ich für den Rest des Jahres nicht mehr nach Spanien. Hast du aber zum Beispiel die Situation, dass du zum Beispiel am 1. Januar in Spanien ankommst, dort einen Monat bleibst und dann 10 Tage Spanien wieder verlässt, dann wieder zurückkommst, dort wiederum einen Monat bleibst und das Ganze ein paar Mal wiederholst, dann zählen die 10 Tage zwischen den Anwesenheiten in Spanien nicht als Abwesenheit. Das heißt, du hast deine 183 Tage sehr viel schneller erreicht, als du dir vielleicht in deiner Excel-Tabelle hier aufgeschrieben hast. Und auf einmal musst du dann feststellen, besonders wenn es überprüft wird, dass du in Spanien unbeschränkt steuerpflichtig bist, was du ja vermeiden wolltest. Und wie gesagt, Tage der Anreise, Abreise und des Transits muss man auch berücksichtigen. Hier ist wichtig zu verstehen, dass jedes Land seine ganz eigenen Regeln hat. Zum Beispiel hatte früher der UK, mittlerweile nicht mehr, aber früher hatte der UK die Rechtsposition, dass nur Übernachtungen gezählt haben. Nur Übernachtungen in UK galten letztlich als Anwesenheitstage. Kamst du also am Morgen nach London, bist am Abend wieder abgereist, was ja viele gemacht haben, dann galt dieser Tag nicht als Anwesenheitstag. Das haben dann viele ausgenutzt und haben dann letztlich gesagt, okay, ich vermeide hier, dass ich 90 Übernachtungen pro Jahr in UK habe, somit bin ich dann dort nicht steuerpflichtig und somit muss ich dann hier meine Einkünfte im Ausland nur versteuern, zum Beispiel auf irgendeiner der Kanalinseln. Heute geht das so leider auch nicht mehr. Ich möchte hier nochmal kurz die amerikanischen Regelungen aufrufen, auch hier, weil sie besonders einfach sind. In den USA gibt es den sogenannten Substantial Presence Test. Auch hier muss ich wieder zu dem zurückkommen, was ich vorhin gesagt habe. Du darfst hier Einwanderungsrecht nicht mit Steuerrecht verwenden. Du kannst ohne weiteres, auch ohne Visum, in der Situation landen, dass du in den USA unbeschränkt steuerpflichtig bist, obwohl du gar kein Visum hast.
Du kannst ja mit Esther 90 Tage am Stück bleiben, aber das sind nicht 90 Tage im Jahr. Das sind einfach 90 Tage am Stück. Du kannst nach den 90 Tagen 10 Tage ausreisen und wieder 90 Tage kommen. Das ist rechtlich möglich. Natürlich wird der Beamte irgendwann mal bei der Einreise sagen, was machen Sie hier eigentlich? Versuchen Sie hier in den USA zu leben und ich lasse jetzt nicht rein, aber es ist nicht verboten. Ja? Es liegt letztlich an ihm, wie er das Ganze interpretiert. Ja, aber wie gesagt, das ist nur Einwanderungsrecht. Das hat mit Steuern überhaupt nichts zu tun. Ja, befassen wir uns hier nun mal damit, wie das Ganze in den USA steuerlich berücksichtigt wird. Die Frage ist also, bist du in diesem Jahr in den USA unbeschränkt steuerpflichtig? Hier wird also dann geschrieben, wenn du im aktuellen Jahr 31 Tage in den USA warst und 183 Tage in den letzten 3 Jahren kombiniert, und dann gibt es hier bestimmte Regeln, wie du die Tage zählen musst, dann bist du dieses Jahr in den USA unbeschränkt steuerpflichtig. Mich betrifft diese Regel, denn ich habe einen Wohnsitz in den USA und ich muss sehr genau darauf achten. Hier gilt in den USA die Regel, und das ist hier in diesem Beispiel nochmal beschrieben, wenn du die unbeschränkte Steuerpflicht in den USA vermeiden willst, dann darfst du nicht mehr als 120 Tage pro Jahr dich in den USA aufhalten. Jetzt sagen Sie hier aber gleich, welche Tage nicht zählen. Welche Tage sind also keine Aufenthaltstage? Tage, an denen man aus Kanada oder Mexiko als Grenzgänger in die USA einreist. Tage, an denen man sich für weniger als 24 Stunden in den USA aufhält, wenn man sich im Transit befindet. Wenn man Crewmitglied eines Flugzeuges ist oder eines Schiffs. Tage, an denen man nicht in der Lage ist, die USA zu verlassen, weil man krank geworden ist, während man in den USA war. Oder Tage, an denen man aus anderen Gründen hier ein sogenanntes Exempt Individual ist. Und dazu zählen alle möglichen, zum Beispiel Lehrer, Professoren oder auch Studenten. Die sind also auch nicht steuerpflichtig. Also hier kannst du sehen, eine relativ klare Regelung. Wichtig ist zu verstehen, dass jedes Land hier seine eigenen Regelungen hat, was hier zählt, und du musst dich genau damit befassen, vor allen Dingen, wenn du Steuern in einem Land vermeiden willst, beziehungsweise vielleicht willst du ja auch erreichen, dass du in einem Land als unbeschränkt steuerpflichtig zählst, damit du dann eben das entsprechende Ansässigkeitszertifikat der Steuerbehörde bekommst. Wenn du gut aufgepasst hast bei diesem Video, dann müssten jetzt ja bei dir alle roten Lampen angehen, denn vorhin habe ich ja das deutsch-amerikanische DBA zitiert und da steht ja drin, dass du 183 Tage in den USA arbeiten kannst, ohne letztlich dort steuerpflichtig zu werden, wenn du für einen ausländischen Arbeitgeber arbeitest. Hier steht jetzt aber, dass du nach 120 Tagen schon unbeschränkt steuerpflichtig bist. Was heißt das nun also? Auch hier ist dieser Fall natürlich abgedeckt. Du kannst also, wenn du mehr als 120 Tage eben in den USA warst oder mehr als 183 Tage in dem 3-Jahres-Zeitraum, einen Antrag stellen bei der amerikanischen Steuerbehörde, wenn du weniger als 183 Tage pro Steuerjahr in den USA warst, dass du von der Besteuerung ausgenommen wirst, weil du eben zum Beispiel hier für einen ausländischen Arbeitgeber in den USA warst und entsprechend aus dem Ausland für die Tätigkeit bezahlt wirst. Also, wie du sehen kannst, die sogenannte 183-Tage-Regelung als solch einfache Regel gibt es nicht. Wir haben jetzt mehrere Fälle hier angeschaut, sowohl in Deutschland, in Spanien, aber auch in den USA und in anderen Ländern, wie eine solche Regelung tatsächlich zu verstehen ist, welche Ausnahmen es gibt und dass es dort sehr stark auf die Details ankommt. Du darfst auf keinen Fall dir denken, dass du grundsätzlich nicht steuerpflichtig wirst, unbeschränkt in einem Land, wenn du dich dort weniger als 183 Tage aufhältst. Wenn du dir das zur Regel machst, dann kann garantiert alles schiefgehen und du bist dann möglicherweise in verschiedenen Ländern unbeschränkt steuerpflichtig, zahlst doppelt und dreifach Steuern. Mach dir also vor der Auswanderung und im Rahmen der Auswanderung ganz genau Gedanken. Lass dich hier beraten durch einen Steuerberater oder Rechtsanwalt und vor allen Dingen sei dir bewusst, dass jedes Land seine eigenen Regeln hat. So pauschal kannst du im Grunde genommen nichts sagen. Die einzige pauschal 183-Tage-Regelung
ist tatsächlich die ich dir vorhin aus dem Doppelbesteuerungsabkommen zitiert habe. Da geht es aber um Angestellte. Ja. Diese ist tatsächlich in fast allen DBAs gleich und das kann man sagen, ist so ungefähr eine pauschale Regelung. Wenn du als Arbeitnehmer für deinen ausländischen Arbeitgeber teilweise temporär im Ausland arbeitest und nicht mehr als nur 83 Tage im Jahr in diesem Land bist, bleibst du in Deutschland ganz normal steuerpflichtig und löst keine Steuerpflicht in diesem Land aus, in dem dich dein Arbeitgeber hinschickt. Ansonsten gibt es leider keine pauschalen Regelungen. Das muss man alles im Detail anschauen. Wenn auch du daran interessiert bist, ins Ausland umzuziehen, um deine steuerliche Situation zu optimieren, dann lade ich dich ein, jetzt ein Beratungsgespräch zu buchen. Den Link packe ich hier in die Beschreibung des Videos mit hinein. Wir sind seit fast 20 Jahren damit beschäftigt, unsere Mandanten dabei zu unterstützen, ins Ausland umzuziehen, ihre steuerliche Situation zu optimieren und Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserem Mandanten zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.